Eine Motorradreise kann etwas sein, an das man sich auch Jahrzehnte später noch gerne zurückerinnert, zumindest wenn alles glatt läuft. Da ihr meinem Kanal sicher schon länger aufmerksam folgt, wisst ihr allerdings auch, dass auf Reisen schneller mal etwas schief läuft, als es einem lieb ist. Unfälle, Pannen, Erkrankungen, fehlerhafte Ausrüstung oder einfach nur Pech mit dem Wetter. 100%ige Sicherheit gibt es leider keine, aber man kann von vornherein ein paar Dinge anders machen, um grundlegende Fehler auszuschließen. Und darum soll es heute gehen. Dieses Video ist der nächste Teil meiner Reihe zu Tipps und Tricks für eure perfekte Reise. Nachdem ich euch im letzten Video bereits meine Beladung auf langen Motorradreisen gezeigt habe, gehe ich heute auf die in meinen Augen größten Fehler ein, die ihr rund um eure Motorradreise machen könnt. Meine Tipps beziehen sich dabei ausschließlich auf das Fernreisen mit dem Motorrad und nicht auf die klassischen Fahrfehler, die man als Anfänger halt so macht. Zu diesem Thema gibt es bereits hunderte andere Videos auf YouTube, die ihr euch parallel dazu anschauen könnt. Für die alten Fernreisehasen da draußen mögen meine Punkte trivial wirken, aber wenn ihr neu im Bereich des Motorradreisens seid, werdet ihr heute sicherlich noch etwas dazulernen. Das bedeutet natürlich nicht, dass eure Reise ein vollkommener Reinfall wird, wenn ihr einen dieser Fehler begeht. Ihr macht euch das Leben aber um einiges einfacher, wenn ihr sie von vornherein vermeidet. Fehlerquelle Nummer 1: die falsche Reiseplanung. Den ersten Fehler begeht man oft schon, bevor man überhaupt losgefahren ist, nämlich dann, wenn man sich zu Hause an den Schreibtisch setzt und damit beginnt, die eigentliche Reise zu planen. Fehler bei der Reiseplanung lassen sich oft einfach nicht vermeiden, denn wenn man noch nie in einem Land oder einer Region unterwegs war, geht man zwangsläufig von falschen Rahmenbedingungen aus. Wir haben in Deutschland beispielsweise ein mehr oder weniger gut ausgebautes Netz an Autobahnen und Bundesstraßen, mit denen man pro Stunde theoretisch deutlich mehr als 100 Kilometer zurücklegen könnte. Und wenn einem die Referenzwerte fehlen, überträgt man das natürlich auch auf andere Länder. Sollte man aber nicht. Denn in anderen Ländern kommt man oft nicht ansatzweise so schnell von A nach B, wie man es aus Deutschland gewöhnt ist, und ihr werdet unterwegs schnell merken, dass ihr nicht mit eurer angepeilten Zeit hinkommen werdet. Als Beispiel nehme ich hier gerne Norwegen, denn das, was wir in Deutschland an Autobahnen haben, kennt man in Norwegen in dieser Form nur im Süden des Landes. Dort ist die wichtigste Fernstraße des Landes, die Europastraße 6, größtenteils autobahnähnlich und mehrspurig ausgebaut, sodass man hier im Schnitt mit bequem 100 km/h vorwärts kommt. Je weiter ihr euch aber von den Ballungszentren entfernt, desto schneller werdet ihr merken, dass die E6 die meiste Zeit mehr einer gewöhnlichen Landstraße entspricht und euch sprichwörtlich über die Dörfer führt. Und dort ist nicht mehr an eine Geschwindigkeit von 100 km/h zu denken, vielmehr wird die Geschwindigkeit auf 70 und 50 reduziert. 200 Kilometer Strecke ziehen sich hier schnell über einen Zeitraum von 4 bis 5 Stunden. Für eine Reise durch Norwegen ans Nordkap wird man beispielsweise mit einer deutlich längeren Reisezeit kalkulieren müssen, als es Google Maps angibt. Ein Beispiel: Die Strecke von Trondheim hoch nach Mosjøen komplett entlang der E6 wird bei Google Maps mit 388 Kilometern angegeben, für die man 5,5 Stunden benötigt. In Deutschland wäre das etwa die Strecke von meiner Heimatstadt Aachen bis hoch nach Bremen, für die man laut Google dank der Autobahn 50 Minuten weniger benötigt. Aber genauso unrealistisch wie es ist, in 4 Stunden 40 ohne Stau von Aachen über die A1 nach Bremen zu kommen, genauso unrealistisch ist dieselbe Strecke in dieser Zeit in Norwegen. Denn die E6 ist meist nur einspurig ausgebaut, während hier gleichzeitig der Fernverkehr des gesamten Landes drüber gejagt wird. Wenn ihr den ersten LKW überholt habt, wartet nur 100 Meter weiter bereits der nächste auf euch, oft ohne gute Gelegenheit zu überholen. Das stellt natürlich nur ein Problem dar, wenn ihr Strecke machen wollt. Ist es hingegen euer Ziel, eine gemütliche Tour zu fahren, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht über die E6 fahren. Da ich hier aber nicht von einer Wochenendtour rede, sondern von einer weiten Motorradreise, ist Zeitmanagement eine der zentralen Aufgaben bei der Reiseplanung. Und nicht nur die reine Fahrzeit, auch die Pausen und die Orte, die man unterwegs besuchen möchte, sollten bei der Reiseplanung gut bedacht sein. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs dazu, wie ich meine Reisen zeitlich plane. Ich gehe bei meiner Planung grundsätzlich nicht davon aus, dass ich eine Strecke X am Tag schaffen muss, sondern ich gehe von 4 bis 5 Stunden reiner Fahrzeit aus. Natürlich nicht am Stück, sondern aufgeteilt in Blöcke, die immer wieder von Pausen und Besuchen von Sehenswürdigkeiten unterbrochen werden. Wenn ich davon ausgehe, dass ich morgens gegen 8 Uhr auf den Bock steige und den Reisetag beginne, gegen 18 Uhr spätestens aber Feierabend machen möchte, habe ich einen Reisetag von 10 Stunden zur Verfügung. Die Hälfte davon ist dann jeweils auf reines Fahren und die andere Hälfte auf Pausen sowie den Besuch von Orten am Wegesrand aufgeteilt, eine für mich angenehme Mischung.
Ich persönlich versuche immer, die gute Mitte zwischen Strecke machen und Orte besuchen zu finden, denn die Aufnahmen meiner Reisedokus drehen sich leider nicht von selbst und sind sehr zeitaufwendig. Natürlich könnte man je nach persönlicher Vorliebe den Fokus auch mehr auf Pausen oder mehr auf das Fahren legen. Wichtig ist nur, dass man sich diesen Fokus vor Beginn der Reise klar gemacht hat und seine Tage entsprechend plant. Und wo ich gerade von 10 Stunden Fahrt am Tag spreche, muss ich an dieser Stelle vorsichtig sein, euch keine Flausen in den Kopf zu setzen. Denn wie lange man am Tag fahren kann, das ist eine sehr persönliche Frage. Fehlerquelle Nummer 2: Selbstüberschätzung. Und die passiert sehr schnell. Eine meiner größten Stärken beim Motorradreisen ist es, dass ich über eine große Kondition verfüge. Ich kann sprichwörtlich weiterfahren, bis mich der Hunger oder ein leerer Tank irgendwann vom Motorrad zwingen und das den ganzen Tag über viele Tage am Stück. In 2 Tagen von Aachen bis Österschund fahren? Kein Problem. In einem Rutsch vom Nordkap bis runter nach Jokkmokk? Kein Ding. Dass ich das kann, habe ich über unzählige Touren nach und nach herausgefunden und seitdem ich das weiß, kann ich die An- und Abreisen zu meinen Zielländern ganz anders planen. Ich weiß allerdings auch, dass diese Kondition nicht selbstverständlich ist und man sie niemals bei anderen voraussetzen sollte. Und gerade am Anfang eurer Fernreisekarriere solltet ihr euch keinesfalls überschätzen. Eine Fernreise ist nicht mit einer Wochenendtour zu vergleichen. Die ersten Tage ziehen so vor sich hin und ihr werdet kaum merken, wie anstrengend das eigentlich gerade ist. Nach spätestens einer Woche wird euch aber wahrscheinlich der Holzhammer treffen. Der Rücken tut weh, die Handgelenke sind steif, der Nacken ächzt und wie sich euer Arsch anfühlt, das könnt ihr euch sicherlich selbst denken. Das ist kein Zeichen von Schwäche, das ist ganz normal. Während der Skandinavien-Tour im letzten Jahr haben wir deswegen ganz bewusst nach einer Woche in Norwegen 2 Ruhetage in Schweden eingelegt, um die Ausrüstung zu pflegen und vor allem mal die Füße hochzulegen. Das Thema Kondition wird in den meisten Reisedokus so gut wie nie angesprochen und dahinter steckt nicht mal böse Absicht. Denn statt über eigene Rückenschmerzen zu sprechen, möchte man seinen Zuschauern natürlich viel lieber die schönsten Orte unserer Welt zeigen. Lasst euch deswegen bitte nicht täuschen, es würde nur euch so gehen. Glaubt mal, auch den berühmtesten Fernreisenden tut am Ende des Tages gehörig der Arsch weh. Plant eure Reise deswegen so, dass ihr unterwegs genug Ruhe findet und euch auch mal erholen könnt. Fehlerquelle Nummer 3: Fehlendes Handling der eigenen und schwer beladenen Maschine. Wenn mich an der Motorradszene eine Sache besonders stört, dann ist es die, dass sich so gut wie jeder für den besten Fahrer der Welt hält und alle anderen generell keine Ahnung haben. Nie passiert einem selbst etwas Blödes und nie macht man selbst auf Tour einen Fehler. Gleichzeitig macht man sich natürlich gerne über die dummen Fehler der anderen lustig, die einem selbst ja nie passiert wären. Und leider bleibt davon auch die Fernreiseszene nicht verschont. Angeblich sind wir ja alle eine große Familie, aber wie in jeder guten Familie gibt es auch hier Zwist. Dazu muss man sich nur anschauen, wie sich die verschiedenen Motorradmarken untereinander hassen, anstatt dass wir uns über die große Vielfalt an Motorrädern freuen. Oder wie die älteren Fahrer stellenweise auf die Jüngeren herabschauen, da das Motorradreisen heute ja so viel komfortabler ist als früher. Als ob wir uns das so ausgesucht hätten und das nicht die marktwirtschaftliche Folge von Angebot und Nachfrage wäre, aber ich schweife ab. Wundert euch daher bitte nicht, dass da draußen kaum jemand zugeben wird, dass ihm die Maschine schon mal umgekippt ist, denn dann müsste man sicher einen Fehler eingestehen. Bleiben wir aber bitte realistisch. Genau das wird jedem in seiner Laufbahn mindestens einmal passieren. Punkt. Und wenn es noch nicht passiert ist, dann wird es noch passieren. Das ist keine Schande. Fehler passieren halt. Und wenn man mit voll beladenen Koffern an den Seiten und einer schweren Packtasche hinten drauf das erste Mal auf Tour geht, dann passiert das noch viel, viel schneller. Beinahe jeder, mit dem ich bereits auf Tour war, musste seine Maschine unterwegs aufheben. Ich persönlich auch, allerdings nicht, weil sie mir umgekippt war, sondern weil man mir den Bock stehlen wollte und die Maschine dabei böswillig umgeworfen wurde. Dazu in einem der kommenden Videos mehr. Auch ich werde meine GS irgendwann unfreiwillig auf die Seite legen, davon bin ich fest überzeugt. Daher rate ich jedem, der mit dem Motorradreisen beginnen möchte, eine Art Probereise vor der eigentlichen Fernreise zu unternehmen, um ein Gefühl für die schwer beladene Maschine zu bekommen. Und vor allem um zu lernen, wie man das Motorrad auch voll beladen richtig ausbalanciert. Wirklich gut investiertes Geld ist hier ein Fahrsicherheitstraining oder noch besser ein Offroad-Training. Denn dort lernt man das richtige Handling seiner Maschine auf allen Untergründen, bekommt ein Gefühl für das Kurvenverhalten und verbessert die Balance. Fehlerquelle Nummer 4: Falsches Gepäck und was ich heute ganz bewusst nicht mehr mitnehme. Aber wo wir gerade von voll beladenen Motorrädern sprechen, kommen wir zum nächsten Punkt. Und diesen kennt ihr bereits aus meinem letzten Video: das Gepäck.
Es ist mir dabei vollkommen egal, wie ihr es nennen wollt. Falsches Gepäck, zu viel Gepäck oder unzweckmäßiges Gepäck, eine falsche Beladung macht euch das Leben unterwegs nur unnötig schwer. Jeder von uns nimmt Gegenstände mit auf Tour, die im Grunde vollkommen sinnfrei sind. Man denkt zwar, man würde sie unterwegs unbedingt brauchen, am Ende packt man sie nach der Tour zu Hause aber ungenutzt wieder aus. Jeder der folgenden Ausrüstungsgegenstände hat zwar irgendwo seine Daseinsberechtigung, aber wie so oft im Leben macht hier die Dosis das Gift. Früher ging ich vor meinen Reisen immer davon aus, ich müsste für eine 2-wöchige Reise eine ähnliche Anzahl an Schlüppern mit auf den Weg nehmen, wie ich Tage unterwegs bin, da man nicht immer die Möglichkeit hat, seine Wäsche zu waschen. Mit Socken, T-Shirts und allem weiteren kommt da zwar nicht unbedingt viel Gewicht zusammen, es geht aber eine Menge Volumen im Koffer flöten. Heute schaffe ich es mit exakt 2 Sätzen Wäsche auf einer Reise zu bestehen und trotzdem nicht zu stinken. Einsatzkleidung, den ich während der Fahrt trage und Einsatzkleidung, den ich abgesessen in der Freizeit trage. Für die Fahrt empfehle ich euch eine komplette Garderobe aus Merino-Wolle. Die hat den Vorteil, dass sie selbst vollgeschwitzt nicht anfängt zu stinken, außerdem trocknet sie sehr schnell wieder. Dadurch könnt ihr sie abends kurz auswaschen und am nächsten Morgen wieder frisch in die Klamotten steigen. Keine Frage, viel trinken ist wichtig und gerade in südlicheren Ländern müsst ihr mehr Wasser mit euch führen. Wenn es aber nach Norden geht, beispielsweise nach Skandinavien, dann werdet ihr schön blöd, literweise Wasser mit euch rumzufahren. Oben im Norden hat man den Vorteil, dass man aus fast jedem natürlichen Fließgewässer meist ungefiltert trinken kann und wenn man sich mal unsicher ist, dann gibt es immer noch praktische Flaschen mit eingebautem Filter. Sollte dieser Wasservorrat mal nicht reichen, da die Region einfach nicht viel hergibt, habe ich auch immer noch den 3 Liter Kanister am Motorrad, um mehr mitnehmen zu können. Ein extern am Koffer befestigter Wasserkanister hat dabei den großen Vorteil gegenüber Wasserflaschen und Wassersäcken, dass er kein Volumen innerhalb des Koffers verbraucht. Wollt ihr mal lachen? Ich sage euch mal, wovon ich mich auf Tour hauptsächlich ernähre. Nämlich Reis, aus dem ich mir mit einem Brühwürfel eine Suppe koche, oder Tortellini mit Fleisch- und Käsefüllung, die auch ohne Soße sehr gut schmecken. Das handhabe ich nicht so, weil ich keinen Bock auf leckeres oder frisches Essen habe. Nein, ich mache das so, weil es haltbare Lebensmittel sind, die schnell zubereitet sind und trotzdem nicht viel wiegen oder viel Platz wegnehmen. Und diesen Lebensmitteln ist es außerdem herzlich egal, wenn die Sonne im Sommer den Koffer aufheizt, sie verderben dadurch nicht. Frische Sachen nehme ich nie auf Vorrat mit, sondern hole sie mir lokal und bereite sie dann noch am selben Tag zu. Stattdessen kann man den Reis auch super zum Frühstück kochen, dann hat man direkt etwas Warmes im Bauch und kann überschüssiges heißes Wasser für den Kaffee nutzen. Mein Lieblingsthema: schweres Werkzeug. Denn besonders wenn man noch nie in einem Land unterwegs war, möchte man sich für seine Tour auf alle Eventualitäten vorbereiten. Auch ich gehöre zu diesen Menschen. Wenn ich könnte, würde ich genug Material mitnehmen, um mit meinem Motorrad sogar die Apokalypse zu überstehen, aber das muss man gar nicht. Jetzt nur mal von Europa gesprochen, gibt es auf diesem Kontinent keine Region, in der man komplett auf sich allein gestellt wäre und keine Hilfe rufen könnte. Die einzige Frage ist, wie lange diese Hilfe benötigt, aber sie wird kommen. Ich erhalte regelmäßig fragende Nachrichten von euch, wie es beispielsweise am Nordkap mit Werkstätten oder Tankstellen aussieht und was man bei einer Panne tun soll. Und selbst dort, in einer Landschaft, die hochalpines Gelände auf Meereshöhe bietet und an Kargheit kaum zu übertreffen ist, ist Hilfe immer in einer vernünftigen Entfernung vorhanden und auch bei Pannen oder Unfällen ist man nicht auf sich allein gestellt. Daher gibt es in meinen Augen auch gar keinen Grund, so viel Werkzeug mitzunehmen, dass ihr euer Motorrad von Grund auf neu aufbauen könntet. Das kann natürlich notwendig sein, wenn ihr nach Asien, Afrika oder auf die amerikanischen Kontinente reist, aber nicht in Europa. Und die meisten von uns werden Europa in ihrem Leben nicht mit dem Motorrad verlassen. Dazu eine kleine Anekdote aus Schweden. Wer noch nie dort war, hat vielleicht Vorurteile im Kopf. Kaum Menschen, nur Wald und Wildnis, Strom und fließend Wasser gibt es vermutlich auch nicht und was weiß ich noch für ein Quatsch. Die Realität in Schweden sieht ganz anders aus und wenn ihr die Episoden unserer Schwedenreise gesehen habt, dann wisst ihr das auch. Und ihr wisst auch, dass Kati auf halber Strecke unserer Reise einen Unfall hatte und ihre Maschine kopfüber im Graben lag. Spiegel abgerissen, Verkleidung gebrochen, Fußrasten weg, Öl lief aus. Jetzt könnte man meinen, die Reise wäre an dieser Stelle zu Ende gewesen, war sie aber nicht. Der Unfall war noch keine 2 Minuten her, da hielt eine Anwohnerin neben uns und lud uns zu sich auf ihren nicht weit entfernten Hof ein, um dort die Maschine zu reparieren. Und bereits mit einfachsten Mitteln waren wir in der Lage, die Maschine in nur knapp 2 Stunden wieder flott zu machen.
Die Maschine war danach nicht schön und durch den TÜV wäre sie auch nicht gekommen, aber wir konnten die Reise fortsetzen. Und genau darauf kommt es mit dem Bordwerkzeug wirklich an. Hauptsache, man kann sich helfen. Ein paar kleine, aber wichtige Gegenstände reichen als Bordwerkzeug völlig aus. Flüssigmetall, Pannenset und passendes Handwerkzeug, Panzerband und Leinen für das Zelt, kleiner Kompressor mit Anschluss für die Batterie. Damit könnt ihr bereits 95 aller Pannen selbstständig beheben. Und für die übrigen 10% würdet ihr die Hilfe von Fachleuten und Spezialwerkzeug benötigen, beispielsweise bei einem Motorschaden. Fehlerquelle Nummer 5. Sich die Dinge zerdenken und auf alles vorbereitet sein wollen. Merkwürdig. Jetzt hat Chris mir das ganze Video über was von Reiseplanung und Reisevorbereitung erzählt und jetzt kommt ein Punkt dazu, dass man nicht zu viel planen und vorbereiten soll. Ja, so ist es. Und um Verwirrung zu vermeiden, halte ich diesen Punkt kurz. Eine Motorradreise ist auch immer ein Leben in der Lage, denn ihr könnt davon ausgehen, dass immer etwas schiefgehen wird. Man sollte sich deswegen auf möglichst viele Eventualitäten vorbereiten, muss dann final aber auch bereit sein, sich auf das Unbekannte einzulassen, das man nicht planen und nicht vorbereiten kann. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist meine erste Nordkap-Tour im Jahr 2020. So wie ich halt bin, habe ich diese Tour feingranular geplant, bin losgefahren und alles lief super. Viel zu super. Denn auf halber Strecke erfahre ich plötzlich, dass ich meine Reise nach dem Besuch des Nordkaps nicht wie geplant durch Finnland fortsetzen kann, denn Finnland hatte seine Grenze zu Norwegen im Zuge der Corona-Pandemie geschlossen. Und damit war die zweite Hälfte der Reise plötzlich hinfällig. Am Ende kommt es erstens anders und zweitens als man denkt und so habe ich die Reise spontan nach Schweden umgeplant. Das fiel mir jetzt nicht wirklich schwer, da ich zu behaupten wage, mich in Schweden gut auszukennen, aber es steht stellvertretend für all die Eventualitäten, die auf einer langen Motorradreise eintreten können. Von daher, bereitet euch planerisch, so gut es geht auf die Reise vor, baut die nötige Kondition auf, nehmt die passende Ausrüstung mit und lasst euch vom Rest überraschen. Wenn du bereits ein alter Hase im Bereich des Motorradreisens bist, dann tut es mir leid, dass du vermutlich heute nicht viel Neues gelernt hast. Aber in erster Linie habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, weitere Menschen für das Fernreisen mit dem Motorrad zu begeistern und ihnen vor allem ihre Ängste vor der ersten eigenen Fernreise zu nehmen. Gibt es in euren Augen denn noch weitere Sünden rund um das Motorradreisen, die ich hier nicht aufgezählt habe? Haut sie mir gerne für alle gut lesbar unten in die Kommentare. Denn wer weiß, vielleicht wird dieses Video ja von jemandem angesehen, der das erste Mal eine Motorradreise plant und derjenige bekommt dann hier schön zentral eine Sammlung von Fehlern, die er dann von Anfang an vermeiden kann. Als kleine Hilfe, um auf den Geschmack zu kommen, auch in diesem Video habe ich wieder auf Aufnahmen der kommenden Skandinavien-Tour zurückgegriffen. Keine Sorge, es sind noch so viele Aufnahmen übrig, ich kann gar nicht alle vorher in Videos wie diesem hier gezeigt haben. Und ansonsten sehen wir uns hier schon nächste Woche wieder und dann habe ich große Neuigkeiten für euch. Also, wieder einschalten lohnt sich. Bis dahin danke ich euch wie immer fürs Mitfahren und bis zum nächsten Mal.